Jonas' Sprachreise nach Spanien. Jonas ist 19 Jahre alt und wohnt in Freiburg. Eines Tages denkt er, ich möchte mein Spanisch verbessern und andere Kulturen kennenlernen. Er findet im Internet ein Sprachreiseprogramm nach Valencia in Spanien. Obwohl er anfangs unsicher ist, meldet er sich schließlich an. Seine Eltern unterstützen ihn, denn sie glauben, dass Jonas viel lernen und neue Erfahrungen sammeln wird. Am Tag der Abreise steht Jonas sehr früh auf. Sein Koffer ist gepackt und er verabschiedet sich von seiner Familie. Am Bahnhof spürt er gleichzeitig Vorfreude und Nervosität. Er nimmt zuerst den Zug nach Basel, dann fliegt er nach Valencia. Während des Flugs liest er ein paar Informationen über die Stadt und die Sprachschule, damit er bestens vorbereitet ist. In Valencia ist es sonnig und warm. Jonas steigt aus dem Flugzeug, holt sein Gepäck und sucht den Bus zum Stadtzentrum. Er hat sich für eine Gastfamilie entschieden, um das spanische Alltagsleben besser kennenzulernen. Als er bei seiner Gastfamilie ankommt, wird er herzlich begrüßt. Bienvenido a Valencia, Jonas! Die Gastfamilie besteht aus der Mutter Maria, dem Vater Carlos und ihrer Tochter Nuria, die 17 Jahre alt ist. Sie sprechen langsam mit Jonas und erklären ihm die wichtigsten Regeln des Hauses. Jonas versteht einiges, obwohl er oft nachfragen muss. Dennoch freut er sich, dass er sich schon ein wenig unterhalten kann, selbst wenn er ab und zu Fehler macht. Am nächsten Tag geht Jonas zur Sprachschule, die im Zentrum von Valencia liegt. Die Schule heißt Escuela de Idiomas Mediterráneo. Jonas lernt seine Klasse kennen. Es sind etwa 10 Schüler aus verschiedenen Ländern, zum Beispiel aus Italien, Frankreich und Polen. Der Lehrer, Señor Gómez, begrüßt alle und beginnt den Unterricht mit einer Vorstellungsrunde. Jonas spricht über seine Hobbys und seine Heimatstadt. Der Unterricht ist intensiv. Die Klasse übt nicht nur Vokabeln und Grammatik, sondern auch Konversation. Sie spielen kurze Rollenspiele, damit sie die Sprache aktiv nutzen. Jonas merkt, dass seine Grammatik noch Lücken hat, aber er versteht schon recht viel. Er beschließt, jeden Tag 1 Stunde zusätzlich zu lernen, damit er große Fortschritte macht. Nach dem Unterricht gehen Jonas und einige Mitschüler in ein Café, um sich besser kennenzulernen. Er lernt Anna aus Italien und Marek aus Polen kennen. Anna hat bereits ein gutes Sprachniveau, Marek ist eher Anfänger, aber beide sind sehr motiviert. Sie beschließen, am Wochenende zusammen die Stadt zu erkunden und vielleicht einen Ausflug zum Strand zu machen. Abends isst Jonas mit seiner Gastfamilie zu Abend. Es gibt Paella, ein typisch valencianisches Gericht. Die Familie erzählt von den lokalen Festen, wie Las Fallas, und von ihren Lieblingsorten in der Stadt. Jonas stellt viele Fragen und verbessert dabei seinen Wortschatz. Er lernt nicht nur neue Vokabeln, sondern auch Gesten und Redewendungen, die im Alltag verwendet werden. In den folgenden Tagen merkt Jonas, dass er manchmal ins Stocken gerät. Wenn er müde ist, fallen ihm die richtigen Worte nicht ein. Außerdem versteht er manche Dialektausdrücke oder schnell gesprochene Sätze nicht. Trotzdem gibt er nicht auf. Er schreibt sich schwierige Sätze auf und wiederholt sie abends im Zimmer. Seine Gastmutter lobt ihn. Tienes mucha voluntad. Du hast viel Willenskraft. Am Samstag trifft sich Jonas mit Anna und Marek am Strand von Valencia. Es ist warm, die Sonne scheint und das Meer glitzert. Sie spazieren barfuß am Ufer entlang und sprechen über ihre Kulturen. Anna erzählt von Italien, Marek von Polen und Jonas berichtet von Schwarzwald und Brezeln. Dabei wechselt die Gruppe oft zwischen Spanisch und Englisch, damit alle mithalten können. Danach essen sie zusammen Tapas in einem Strandlokal. Jonas erlebt auch ein paar kulturelle und sprachliche Missverständnisse. Einmal sagt er, Tengo calor, mir ist heiß. Aber er verwechselt es mit Tengo caliente,
Ich bin heiß im Sinne von erotisch. Seine Mitschüler lachen, während Jonas knallrot wird. Er merkt, dass kleinste Unterschiede große Auswirkungen haben können. Die Sprachschule organisiert samstags kleine Ausflüge in die Umgebung. Diesmal fahren sie nach Peñíscola, einem wunderschönen Küstenort mit einer Burg. Während der Busfahrt erzählt der Lehrer Geschichten über die spanische Geschichte. Jonas stellt viele Fragen, da er Land und Leute wirklich verstehen will. Danach schlendern sie durch die engen Gassen und probieren regionale Süßigkeiten. Nach 2 Wochen in Valencia spürt Jonas deutliche Verbesserungen. Er kann sich flüssiger ausdrücken, sein Wortschatz ist größer geworden und auch das Hörverständnis ist besser. Er ist stolz, weil er einfache Unterhaltungen mit Einheimischen führen kann, ohne ständig nach Worten zu suchen. Die Gastfamilie lobt ihn dafür, dass er sich wirklich anstrengt. Doch es gibt auch Tage, an denen Jonas frustriert ist. Manchmal versteht er regionale Ausdrücke gar nicht, oder er spricht plötzlich sehr langsam und macht peinliche Fehler. Eines Morgens verschläft er und kommt zu spät zum Unterricht, was ihm sehr unangenehm ist. Señor Gomez macht einen Witz darüber, aber Jonas nimmt es persönlich. Später entschuldigt sich der Lehrer. Lo siento, Jonas, war nicht böse gemeint. Schnell ist wieder alles in Ordnung. Um sein Spanisch zu verbessern, entschließt Jonas sich zu neuen Aktivitäten. Er besucht einen Salsa-Kurs, den die Sprachschule anbietet. Obwohl er kein Tänzer ist, amüsiert er sich sehr. Außerdem fängt er an, spanische Serien auf Netflix zu schauen, zum Beispiel La Casa de Papel. Er aktiviert die Untertitel auf Spanisch, um das Hörverstehen zu üben. Eines Abends schreibt Jonas einen langen Brief und auch E-Mails an seine Eltern und Geschwister. Er berichtet von seinem Alltag in Spanien, vom Essen, dem Wetter, den neuen Freunden. Seine Eltern sind stolz und antworten mit motivierenden Worten. Genieß die Zeit, du wirst viel fürs Leben lernen. Das gibt Jonas ein gutes Gefühl, auch wenn er ein bisschen Heimweh verspürt. Jonas findet heraus, dass das spanische Leben sich vom deutschen Alltag unterscheidet. Die Menschen essen später zu Abend, machen manchmal eine Siesta und reden oft laut und gleichzeitig. Anfangs ist er irritiert, doch dann merkt er, dass dies Teil der Kultur ist. Er passt sich an und fühlt sich allmählich wie ein Teil von Valencia. Langsam geht seine Sprachreise dem Ende zu. Jonas überlegt, wie er sein Spanisch in Deutschland weiterpflegen kann. Er denkt darüber nach, an der Universität Spanischkurse zu belegen oder vielleicht eines Tages wieder nach Spanien zu reisen. Auch Anna und Marek planen, in Kontakt zu bleiben und sich gegenseitig in ihren Ländern zu besuchen. Am letzten Tag der Sprachschule gibt es eine kleine Abschiedsfeier. Jeder bekommt ein Zertifikat, das seine Fortschritte dokumentiert. Jonas hält eine kurze Rede auf Spanisch. Er dankt seinem Lehrer und den Mitschülern für die schöne Zeit. Dann umarmen sie sich alle. Einige weinen sogar ein bisschen. Jonas ist auch wehmütig, aber er freut sich auf das Wiedersehen mit seiner Familie. Jonas fliegt zurück nach Deutschland. Als er am Flughafen in Basel ankommt, fühlt er sich anders als vor 4 Wochen. Er hat mehr Selbstvertrauen, spricht besser Spanisch und sieht die Welt mit neuen Augen. Zu Hause begrüßen ihn seine Eltern herzlich. Sie merken sofort, wie verändert er ist. Jonas nimmt sich fest vor, die Sprache nicht zu verlernen. Er möchte ein bisschen spanisches Lebensgefühl in seinen Alltag integrieren. Vielleicht wird er schon bald das nächste Abenteuer planen, denn das Reisefieber hat ihn gepackt.